Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, ihr habt sicherlich schon im Vorschaubild gesehen, beziehungsweise auch im Titel. Es geht heute um die Goldshell KA Box Pro. Das heißt, am 27. Mai diesen Jahres, also in ein paar Tagen, kommt diese Box auf den Markt. Ihr seht hier nochmal die ganzen Daten zu der Box. Das heißt, die Box hat 1,6 Terahash Leistung plus minus 5% bei gerade mal 600 Watt Stromverbrauch plus minus 5% und kostet aktuell bzw. wird kosten 2219 Dollar. Dazu kommt noch die Einfuhrumsatzsteuer, die ihr noch mit draufrechnen müsst. Und dann ist das Gerät auch schon bei euch zu Hause. Also, ich wette mal, das Gerät wird auch wieder relativ schnell ausverkauft sein. So ist es meistens, wenn Goldshell so einen Mana auf den Markt bringt. Ja, und dieser wahrscheinlich auch, wie ich es eben schon gesagt habe. Und man muss halt eben schnell sein. Ich möchte mit euch mal die Gunst der Stunde nutzen, um mal so ein bisschen zu vergleichen, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Bei Goldshell ist es ja sehr oft so, dass die Mana auf den Markt werfen, wie zum Beispiel der Mini Doge 3, die sich wirklich absolut nicht lohnen. Selbst mit Solarpower, mit einer PV-Anlage kommt da wenig bei rum und man braucht ewig, um den Return on Invest zu erreichen. Ja, und deswegen gucken wir einfach mal. Ja, wir switchen mal rüber zu meinte ASIC. Hier ist die KA-Box Pro noch nicht drin. Hier ist die alte KA-Box drin. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an, damit wir einen Vergleichswert haben. Das heißt, diese Box macht aktuell 4 Dollar am Tag. Wir müssen aber nochmal die Stromkosten korrigieren. Ihr seht hier, die Stromkosten sind eingestellt auf 10 Cent pro Kilowattstunde. So, jetzt habe ich hier gerade was gehört. Seit neuestem läuft hier ein Video mit, wenn man auf die Seite geht. Das soll natürlich nicht passieren. Genau, und wir stellen einfach mal hoch. Ich muss mal schnell das Video abstellen. Kleinen Moment. So, so schön wie es gemacht ist auf der Seite hier, es ist halt eben aber auch doof, weil das Video jedes Mal mit anläuft und man halt eben auf der Seite hin und her gesprungen wird. Sind wir noch richtig? Nee, es lädt immer noch so ein bisschen seltsam. Ja, ihr seht, also die Seite ist nicht so optimal, sage ich jetzt mal, aber wir versuchen einfach mal jetzt hier das Beste draus zu machen. Das Video läuft schon wieder über diesen. Ihr seht es hier. Ich möchte es anhalten. Jetzt hält es endlich an. Ist mir vorhin schon aufgefallen, wo ich vorher mal reingeschaut habe. Also es ist ein bisschen doof auf der Seite gerade, aber gut, das ist ja nicht unsere Seite, können wir nicht ändern. Genau, also wir stellen jetzt mal ein auf unsere 30 Dollar Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet, wir bezahlen 27 Cent pro Kilowattstunde. Mit PV natürlich deutlich weniger, aber nicht jeder von euch hat eine PV-Anlage. Ihr seht hier bei bei der alten KA-Box sind es 2,26 am Tag. Dadurch, dass die KA-Box Pro 600 Gigahash also ihr dazu bekommt, also insgesamt 1,6 Terahash an Leistung hat, könnt ihr 60% draufrechnen. Das heißt, das sind wir ungefähr bei 3 Euro, also bei 3,50 Dollar bis 4 Dollar, was die Box nach Abzug von den Stromkosten letztendlich macht. Und das ist letztendlich nicht viel, sage ich jetzt mal, wenn man sieht, dass man insgesamt eine Investition hat von 2219 Dollar plus Einfuhrumsatzsteuer von 19%, was noch dazu kommt. Kommt je drauf an, wie das Paket für euch deklariert wird. Ja, kann das auch noch mal richtig, richtig teuer werden. Und mit den 4 bis, sagen wir mal, 4 Dollar am Tag ist es halt eben meines Erachtens nach nicht wirklich profitabel, wenn ihr keine PV-Anlage habt. Das heißt, wenn man mal von ausgeht, ihr hattet eine PV-Anlage, 5,14 Dollar, hier rechnet ihr nochmal 60% oben drauf, weil die Boxer 60% mehr Leistung hat. Das sind wir bei knapp 8 Dollar. 8 Dollar hört sich schon wieder anders an pro Tag. Ja, wenn ihr das mal auf den Monat rechnet, sind das 240. Dann ist die Box theoretisch in einem Jahr abbezahlt. Voraussetzung dafür ist halt eben, dass halt eben auch der Kurs bleibt so wie er ist und der Schwierigkeitsgrad nicht steigt. Oder nicht extrem viel steigt, sagen wir es mal so. Ja, wir haben mal bei Ice River geschaut. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. Die offizielle Seite von Ice River ist iceriver.io. Bitte nicht auf solche Seiten gehen wie iceriver.eu oder irgend so ein Kram. Das sind überwiegend Fake-Seiten. Die Ice River Miner sind auch fast alle durchgängig ausverkauft. Und jetzt mal so als Vergleich, der Ice River KS1, der mit 1 Terahash auch 600 Watt Leistung kostet 1899
$. Die KS Box Pro macht natürlich 600 Gigahash mehr, also da sind wir bei 1,6 Terahash. Ist halt eben jetzt so, erstens mal watttechnisch besser, das heißt 60% mehr Leistung bei der gleichen Wattzahl, das ist schon mal gut, ne, das ist auch relativ wichtig. Und ja, ansonsten gibt es nicht extrem viel noch weiter dazu zu erwähnen. Wir können noch mal schnell auf den Kurs rüberschauen. Ja, so sieht es aktuell aus. Das bedeutet, der Kaspar-Kurs liegt momentan bei knapp 12 Cent. War jetzt auch die letzten Tage, beziehungsweise schauen wir mal, 23. Mai auf 13 Cent. Also ihr seht hier, das geht mal hoch, geht mal runter. Auf dem Monatschart gesehen ist so eine schöne Wellenform drin und aufs Jahr kennt ihr schon den Chart. Das ging ja nach oben und ich denke auch mal, das wird auch noch nicht das Allzeithoch gewesen sein. Aber wir haben ja leider keine Glaskugel. Crypto ist ein Game, das wisst ihr. Von daher, ja. Ich möchte jetzt hier kein längeres Video drüber machen. Sollte für euch nur informativ sein. Für alle, die halt eben Goldshare-Fans sind, schaut es euch an. Die Box ist ab 27. Mai erhältlich. Und ja, wenn euch einen kaufen wollt, legt euch eine zu, berichtet uns, wie es gelaufen ist, in Anführungsstrichen. Vielleicht habt ihr eine PV-Anlage, wo ihr die in Betrieb nehmen könnt oder irgendwas, damit ihr mindestens keine Stromkosten habt. Aber ich sehe jetzt sogar, die haben sogar schon 3 PCI Express Stromanschlüsse. Okay, es waren eigentlich nur 2, aber dann sind wahrscheinlich 3 Hashblades drin. Das heißt, 3 Boards, wo quasi die ASIC-Miner drauf laufen. Ja, das kann schon sein. Das ist halt eben so ungefähr, ja, oder ich sag mal so, dass es halt eben so funktioniert. Ja, gut, genug gelabert. Ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage, bis später. Ciao.